Freunde, die Klimamatte oder Entfeuchtungsmatte oder wie man sie nennen will, wie wichtig ist die oder warum bauen wir diese konsequent in unsere Bäume ein? Wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir sie extra anbieten werden. Das hat natürlich auch seinen wichtigen Grund und den möchte ich euch jetzt gerne erklären. Wir kennen das alle, wir haben so normale Magazine. Wie haben wir sie oben dicht bekommen? Ja, wir haben eine Plastikfolie drauf gemacht. Warum eine Plastikfolie? Ganz einfach, weil wir dann gedacht haben, dass sie nicht nach oben bauen. Das ist wunderbar. Wir ziehen dann die Plastikfolie runter. Unter der Plastikfolie jedoch ist es besonders im Frühjahr und über den Winter überfeucht. Warum ist es das? Weil einfach diese Bienen Wärme generieren. Durch die Wärme entsteht Luftfeuchtigkeit. Diese Luftfeuchtigkeit geht immer nach oben und sollte eigentlich aus der Beute entweichen, wie es so in der Natur vor sich geht. Das heißt in diesen Baumstämmen. Das funktioniert natürlich nicht hier mit diesen normalen, modernen Beuten, schon gar nicht mit einer Plastikfolie. Und das bedeutet, wir haben da ein richtig feuchtes Klima dann aufgebaut für die Bienen, das natürlich denen nicht gut geht. Wir bekommen Schimmelbildung und so weiter und so fort. Bei Feuchtigkeit kommt es in den Beuten zu Schimmel, der auf die Waben übergreift und dann auch die Bienen befallen kann. Dabei verschimmeln die Bienen bei lebendigem Leibe. Das ist der ganze Grund, warum wir deshalb diese Dämmmatte hier gebaut haben. Diese Dämmmatte, wir haben mit denen jahrelang Erfolg bereits. Wir haben eine super trockene Beute. Das ist nicht nur durch diese Strohmagazine, nein, das ist auch durch diese Dämmmatte. Ihr seht, wir haben hier das Stroh, das ist hier reingepresst, das ist hier reingedrückt. Das ist die Seite, von wo aus die Bienen nach oben schauen. Hier zwischen dem Stroh wird die Feuchtigkeit aufgenommen. Man kann nicht sagen aufgesaugt, aber sie wird aufgenommen und wird dann später auch hier nach außen transportiert auf dieser anderen Seite. Da darf natürlich der Deckel nicht direkt abschließen, sonst würde ja die Feuchtigkeit nicht nach außen transportiert werden können. Deshalb haben wir solche Abstandsklötze. Und wenn man jetzt das genau betrachtet, funktioniert das einfach so. Hier ist das Bienenvolk mit den Rähmchen. Ich lege hier diese Matte drauf. So, fertig. Nun ist es erstmal dicht. Gleichzeitig haben sie eine super Isolierung hier. Und ja, dann brauchen wir nur noch einen Regenschutz. Den haben wir so gebaut. Der wird einfach drüber gestülpt. Von allen 4 Seiten bekomme ich jetzt Luft. Die Luft zirkuliert um diese Klimamatte herum. Wir haben hier eine Teerpappe drauf, das hebt ja etliche Jahre. Hier außen haben wir noch einen Kantschutz ran, damit die Teerpappe hier nicht kaputt geht, beziehungsweise wenn man sie mal fallen lässt. Der ist hier aus Lärche gebaut. Das Wasser hat hier eine Abtropfkante. Das bedeutet, das kann hier schön weit weg von der Beute, dass wir nicht an die Beute rankommen. Wir wollen ja immer das Wasser schön weit außen haben. Natürlich kommt das auch mal von der Seite, wenn der Wind dementsprechend weht, aber grundsätzlich sollte es weg sein. Sieht von innen dann so aus, ganz einfach. Diese Kante hier, die stülpt praktisch über diese Kante hier drüber nach unten, damit natürlich der Wind hier nicht unten reinfahren kann. Wer die Beute isolieren möchte, beziehungsweise auch entfeuchten möchte, kommt im Endeffekt nicht über so eine Klimamatte hinweg. Wir haben uns entschlossen, wir werden sie produzieren und anbieten für alle Beutenmaße, um ein besseres Klima für die Bienen zu gewährleisten. Diese Klimamatte kann bestellt werden. Wir bräuchten eigentlich nur 2 Maße von euch. Das sind einmal die Längenmaße hier. Da misst ihr einfach diese Seite bis hier haben wir 47,5
Zum Beispiel, hier haben wir die andere Breite, 42,5. Dann können wir sie so produzieren, dann braucht ihr sie danach nur auflegen. Die Bienen kippen natürlich unten das fest, also sie kann dann nicht mehr verrutschen, die wird dann schon stabil halten. Und unten drunter wird nicht propulisiert, wir hatten das noch nie gehabt. Es ist ganz einfach so, dass es so viel Wasser und Feuchtigkeit aufnimmt, dass die da nicht propulisieren werden oder müssen. Ja, dann haben die erstmal eine tolle Isolierung. Das ist natürlich auch viel besser wie ein ganz normaler Blechdeckel. Ihr wisst, im Sommer wird der Blechdeckel unendlich heiß. Ein deutliches Zeichen für zu viel Wärme im Bienenstock. Bei Hitze hängen die Bienen in Trauben von der Beute, um sich abzukühlen. Gleichzeitig, wenn es mal regnet, wird es auch extrem laut für die Bienen, wenn es die ganze Zeit trommelt. Das ist natürlich nicht in ihrer natürlichen Behausung so. In einem Baumstamm, da bekommen die nicht so viel mit von diesem Regentrommeln. Wir haben hier natürlich eine Isolierung, die das auch etwas abdämmt. Und dann haben wir hier dieses Flachdach, das setzen wir hier einfach drauf. So. Das umschließt, die Luft kann hier komplett zirkulieren und entfeuchtet dann diese Matte.